Also manchmal kann ich da kaum hinschauen. Und ich frage mich jedes Mal, gebe ich jetzt was? Tue ich damit was Gutes? Oder werde ich eigentlich abgezockt? Sie sind meines Erachtens nicht freiwillig hier und nicht freiwillig betteln Sie hier, sondern Sie haben gar keine andere Chance für sich, außer eben diesen Weg zu gehen. Wer ist eigentlich wirklich bedürftig und wer betreibt es professionell? Wenn Sie sich überlegen, jemand hat 3 Euro gesammelt, muss 2 Euro jemand abgeben, der sie mit dem Mercedes abholt und hat dann 1 Euro für sich, dann würde ich sagen, diese Art von Geschäftsmodell finde ich verabscheuenswürdig. Und wir müssen alles tun, damit Menschen, die in solchen Abhängigkeiten sind, davon erlöst werden. Gibt es die Bettelmafia überhaupt? Gibt es die Bettelmafia? Das versuche ich heute rauszufinden. Und ich versuche als erstes mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die davon was spüren müssten. Nämlich andere Bettelnde. Offen vor der Kamera will keiner mit uns sprechen. Aber alle sagen mir, ja, es gibt sie, die Bettelmafia. Um die Ecke auf der Frankfurter Zeil treffen wir noch eine Bettlerin. Wir nennen sie Stefanie. Seit 4 Jahren bettelt sie hier und möchte nicht erkannt werden. Sie beobachtet die osteuropäischen Bettler schon lange und erzählt uns von ihren Erfahrungen. Ich saß wie immer da und dann kam jemand vorbei und wollte mir, ich glaube, 50 Cent oder 1 Euro geben, ne? Und schmiss das auch dann in meinen Becher. Und dann kam von hinten jemand und hält einfach unter seiner Nase, unter dem Mann hat er gesagt, und konnte nicht sprechen Deutsch, ne? Und hat es halt so ausgedrückt, wie es er kann, und hat mir immer den Becher hingehalten, bis der wirklich dann irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's, geh weg von mir. Ich beobachte das halt sehr, wenn die Leute genervt sind. Ne? Und dann natürlich haben die, um zu sagen, ne, weniger Geld, und dann natürlich haben die anderen einen Nachteil davon. Ne? Denn die denken, jeder ist so. Also das färbt schon sehr ab auf uns. Stefanie spreche niemanden an, bedanke sich für Geld. Das sei Anstand, sagt sie uns. Sie ist darauf angewiesen, dass manche Leute ihre Notsituation erkennen. Einige Osteuropäer aber nutzten das Mitgefühl der Menschen aus, hat sie beobachtet. Irgendwann habe ich die gesehen, da sind sie mit einem VW-Bus vorne an der Ecke, wo es halt auch so anfängt, die Zahl, ne? Da gestanden, waren auf die Bänke dann noch gesetzt, haben sich hingesetzt, haben 2 Rollstühle aus dem VW-Bus. Ja, und dann haben sie sich verteilt, hier in der Stadt. Und das habe ich später auch noch ein paar Mal, aber ich dachte mir nichts dabei. Der eine ist aufgestanden, hat wahrscheinlich Pause gemacht. Eine Dame war auf der Bank gesessen, dann hat er ihr den Rollstuhl gegeben und ist gegangen und sie hat weitergemacht, an der Ecke hat gesungen. Das ist nicht der einzige Betrug, den Stefanie auf der Zeil beobachtet. Sie sieht auch gehbehinderte Menschen, die um Geld betteln. Erst wenn sie sich unbeobachtet fühlen, seien sie plötzlich wieder gesund. Ortswechsel. Frankfurt Hauptbahnhof. Hier treffen wir Christian Frenzel auf der Suche nach Pfandflaschen. Er bettelt nicht, aber beobachtet hier einiges. Auch er vermutet eine kriminelle Struktur hinter den Bettlern. Vor allem Frauen mit Kindern würden hier Passanten anbetteln. Abends, so erzählt er uns, treffen sie sich dann an einem Supermarkt in der Nähe. Die treffen sich dort, da kommt irgendeiner an und der bekommt das ganze Geld ein. Also der kassiert das ganze Geld ein von den Leuten. Das ist wie eine Hierarchie. Der eine muss arbeiten, der andere hält die Hand auf. In meinen Augen ist es moderne Sklaverei. Stefanie hofft, dass ihr dieses Auftreten nicht schadet, denn sie ist froh um jeden Cent, den sie bekommt. Es gibt diese Gruppen, die anderen Bettelnden das Leben schwer machen. Aber wer sind diese Menschen, die jemand wie Stefanie unter Druck setzen? Ist das die Bettelmafia? Ich treffe Hannibal Dalderban. Er ist Kulturschaffender, wohnt im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ihr könnt ruhig filmen, Hannibal ist eine Legende im Bahnhofsviertel, Alter. Legende, Alter. Die Bewohner kennen ihn und er kennt sein Viertel. Bettler gibt es hier fast an jeder Ecke. Hannibal beobachtet die Szene schon lange. Hast du das auch schon mal erlebt, dass jemand verdrängt wurde? Oder quasi Ja, vielleicht, wenn wir laufen ein Stück, kommen wir da an jemanden vorbei. Die wird regelmäßig von der Bettelmafia verdrängt, weil die halt
irgendwie instinktiv die Plätze findet, wo die Frequenz hoch ist. Okay. Und dann kommen da Leute hin und wirklich, erstmal setzen sie sich neben sie. Also so relativ mit weniger als Mindestabstand und Ja, und mit einer gewissen körperlichen Präsenz. Ja, Präsenz ist gut, nett ausgedrückt. Und dann wird die verdrängt. Du hattest angesprochen, gibt es die Battle Mafia oder sowas wie die Battle Mafia? Ja, ich würde schon sagen, dass es sowas gibt. Ja? Ja. Wie kommst du da drauf? Nee, ich wohne hier im Viertel. Ne? Wenn ich morgens rausgehe, dann sagen sich eigentlich alle Hallo. Es gibt nur eine, die dir nicht Hallo sagt. Die sagt immer nur, gib mir einen Euro. Und irgendwann fängst du an, dich mit der auseinanderzusetzen und sagst eben, ich habe keinen Bock mehr an dir vorbeizulaufen, mir jeden Tag anzuhören, gib mir einen Euro. Warum sagst du nicht mal Hallo oder sonst was? Was machst du hier eigentlich? Für wen arbeitest du? Da siehst du den Typen mit dem dicken Audi A6 oder so mit dem England-Kennzeichen, Okay. ne, um den die sich herum versammeln, so gewisse Leute. Und dann machst du dir auch dein Bild. Okay. Das ist zum Beispiel für mich Battle Mafia, die hier rumhängt in größeren Verbänden. Ich sage nicht, dass es denen gut geht oder sonst was. Wenn man das Battlen als Branche sehen würde, dann muss man sagen, das ist einfach ein Drückerverein, der organisiert ist, der seine Leute rausschickt, um das Geld reinzuholen und dann werden die abkassiert. Und die kriegen wahrscheinlich genauso wenig wie in anderen Organisationen auch, die an vorderster Front arbeiten. Okay. Hannibal, wem gibst du was? Wie entscheidest du, wem du was gibst und wem du nichts gibst? Individuell, spontan in dem Moment. Also es gibt da keine pauschale Sache. Wenn du siehst Leute, die für einen Verein betteln, dann sagst du natürlich nein. Du bist am Arbeiten wie in so einer selbstständigen Tätigkeit, nämlich zu schauen, dass du Geld machst. Und ich glaube, da muss man beim Betteln einfach dieses bedürftige Betteln, dass Leute wirklich betteln, weil sie was zu essen brauchen, das triffst du so selten. So selten. Also ich glaube, einer von 10 ist ein echter bedürftiger Mensch. Einer von 10, Einer von 10 würde ich sagen, ja. Fragst du auch manchmal nach, was deren Situation Ja, ich ist? frage immer nach. Ich frage immer nach. Auch wenn ich sie für Wanderarbeiter halte oder eben Battle Mafia oder sonst was. Trotzdem nimmt man sich zumindest einmal mal... Ich finde, jeder Mensch hat eine Chance verdient. Minimum. Minimum. Für Hannibal ist Betteln ein Geschäftsmodell, eine Branche, in der es wie in jeder anderen Branche auch kriminelle Strukturen gäbe. Betteln ist also ein Job wie jeder andere? Aber lohnt sich das überhaupt für diese Leute? Und wer sind die? Wo kommen die her und warum machen die das eigentlich? An dieser Straßenecke sehe ich die junge Frau zum ersten Mal. Heute hat es -7 Grad. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nichts von ihr. Mehrere Tage beobachte ich sie und die anderen Bettler. Sie sitzen überall im Viertel, kommen und gehen gemeinsam. Abends trifft sich die Gruppe am Hauptbahnhof. Alle scheinen sich zu kennen. Warum sind sie hier und wo kommen sie her? Sie fahren zu einer Kaserne im Münchner Norden. Dort stellt die Stadt kostenlos Schlafplätze zur Verfügung. Das hat sich offenbar rumgesprochen. Diese Männer kommen alle aus der gleichen Gemeinde, erzählen sie. Sind verwandt, verschwägert, Nachbarn, Cousins. Inmitten all der Menschen erkenne ich die junge Frau aus meinem Viertel wieder. Sie heißt Narcisa, wie die Narzisse, ist 21 Jahre alt und zusammen mit ihrer Schwester hier. Wir kommen nicht hierher, um für andere zu betteln. Wir kommen, um für uns ein bisschen Geld zu verdienen. In Rumänien können wir von nichts leben. Ich zum Beispiel bin alleine. Mein Mann ist im Knast. Er hat illegal Holz geschlagen, sie haben ihn erwischt und eingesperrt. Jetzt bin ich alleine. Weil ich keine Arbeit habe, um meine Kinder zu ernähren, komme ich hierher. Narcisas Söhne sind 4 und 6 Jahre alt. Jedes Jahr fährt sie mehrmals für einige Wochen zum Betteln nach München. Das Geld versteckt sie in ihrem BH. Rund 500 € in 5 Wochen. Viel mehr, als sie in Rumänien jemals verdienen könnte, sagt sie. An ihrem üblichen Platz treffe ich sie. Heute läuft es aber nicht so, wie er hofft. Heute wie viel Geld? 20? Gut oder nicht gut? Nicht gut. Und heute geht es dir besser? Egal wie es ihr geht, egal bei welchem Wetter, sie sitzt immer hier. So grotesk es klingt, es ist ihre Arbeit. Das Gerücht von einer sogenannten Bettelmafia geistert schon lange herum. Belege gibt es dafür keine, sagt uns auch die Polizei. Um der Sache auf den Grund zu gehen,
muss ich nach Rumänien. Südrumänien, 2 Stunden entfernt von der Hauptstadt Bukarest. Irgendwo hier soll Narcisa mit ihrer Familie leben. Ein Kleinbus bringt sie von München zurück in die Heimat. Wann er genau ankommt und ob wir sie wirklich treffen, ist völlig unklar. Am nächsten Morgen endlich Kontakt per SMS. Narcisa nennt uns einen Parkplatz am Rande einer Kleinstadt. Hier sollen wir auf sie warten. Dann sehen wir sie am Straßenrand. 24 Stunden ist sie jetzt unterwegs. Auf der Reise konnte ich kaum schlafen. Ich konnte nicht wegen der Gedanken. Die Kinder, kommen wir sicher an? Ich betete zu Gott, dass wir sicher ankommen. Da, wo wir gerade herkommen, das ist so weit weg von zu Hause. Die letzten 4 Kilometer bis zu ihrem Dorf muss sie zu Fuß gehen. 5 Wochen war Narcisa nicht mehr zu Hause. Ich hoffe, es sind keine Mäuse im Haus. Ich habe ein paar Wannen auf den Dachboden gestellt, weil es durchs Dach regnet. Ich hoffe, es ist kein Wasser reingelaufen. Ich kann es kaum erwarten, meine Kinder zu sehen. Sie fehlen mir. Der Weg zum Roma-Dorf ist beschwerlich. Bilder wie aus der dritten Welt. Doch wir sind immer noch in der EU. Der Staat hilft uns nicht. Wenn wir die Rettung rufen, kommt sie nicht an. Wenn Sie auf dieser Straße 5 Kilometer eine kranke oder schwangere Person transportieren können, okay. Wenn nicht, stirbt sie. Frauen haben hier schon im Pferdekarren entbunden. Wenn wir nicht nach Deutschland gehen, verhungern wir. Als wir fragen, wer von ihnen München kennt, wissen alle Bescheid. Insgesamt 30 Menschen aus dem kleinen Dorf fahren wie Narcisa regelmäßig zum Betteln hin. In Rumänien gibt es schon Arbeit, aber die Bezahlung ist schlecht. Es sind rund 210 € im Monat. Wegen dieser Jobs geht es uns so schlecht. Und dann die Anbindung. Hier kommt man nicht rein und nicht raus. Narcisa ist inzwischen bei ihrer Familie angekommen. Wie geht's dir? Alles okay? Hast du Mami vermisst? Und du? Hast du Mami vermisst? Jetzt muss sie schauen, dass alles wieder in Gang kommt. Doch überall hat es durchs Dach geregnet. Auch das Holz ist nass. Es wird einfach nicht warm in der Hütte. Ist euch kalt? Es dauert, bis es warm wird. In Narcisas Leben gibt es keine Heizung, kein warmes Wasser, keinen Job. Wenn kein Getreide und keine Kartoffeln mehr da sind, wenn die Kinder und ich verhungern, dann fahre ich wieder nach München. In Deutschland ist das Leben lebenswert. Wenn es regnet, ändert sich nichts. Auch nicht, wenn es eine Woche lang regnet. Wenn es hier eine Woche lang regnet, werden wir alle weggespült. Meistens dauert es 4 Wochen. Dann ist das Geld weg. Und sie muss ihre Kinder und ihr Dorf wieder verlassen. Okay, sie will einfach nur ihre Kinder ernähren. Das sind jetzt keine kriminellen Strukturen. Aber ist das immer so? Ich treffe mich jetzt mit Jürgen Mühlfeld, Leiter vom Diakoniezentrum Weser 5. Mal schauen, welche Erfahrungen er gemacht hat. Hi. Guten Morgen, hallo. Hi. Willkommen im Diakoniezentrum Weser 5. Schön, dass es geklappt hat. Ja, kommen Sie rein. Dankeschön. Hier bekommen Wohnungslose umfangreiche Hilfe. Und es gibt auch ein Übergangswohnheim. Jürgen Mühlfeld leitet das Zentrum seit 5 Jahren. Vorher war er 15 Jahre Straßensozialarbeiter. Was würden Sie sagen? Gibt es sowas wie die Bettelmafia? Also erstmal das Wort Bettelmafia finde ich schon sehr schwierig, weil die Gruppen, mit denen wir zu tun haben, wenn es denn größere Gruppen auf der Straße gibt, die betteln, das sind das familiäre Strukturen, Familien,
Gruppen, die aus 10 bis 15 Personen bestehen und die dann schon zusammen betteln, aber das eben nicht eine kriminelle Struktur ist, sondern eben eine freiwillige, familiäre Zusammenschluss von Menschen, die eben zusammen auf der Straße sich organisiert haben und betteln. Okay, aber wenn Sie jetzt einen Mafioso, wie man ihn sich vorstellt, quasi fragen würde, dann würde er genau das sagen. Wir sind einfach ein Zusammenschluss von Familienmitgliedern, die sich organisiert haben. So. Wenn wir mit den Leuten reden, dann kriegen wir ja schon mit, unter welchen Bedingungen sie leben und wie sie auch diesen Schutz der Familie, den es ja auch dann repräsentiert, dass sie auch dem freiwillig sich aussetzen und dass sie davon auch was haben, eben halt den sozialen Zusammenhalt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sind die organisiert? Es gibt rigide und auch ausbeuterische Strukturen, wo die Menschen wenig Möglichkeiten haben, da rauszukommen. Und es gibt halt andere, wo man eben halt freiwilliger und liberaler miteinander umgeht. Wie sehen diese rigiden Strukturen aus? Ja gut, es sind dann schon sehr patriarchale Strukturen. Also es sind von Männern dominiert. Ja? Die Männer bestimmen in der Regel, was die Frauen zu tun haben oder auch welche Strukturen innerhalb dieser Gruppen vorgesehen sind. Die sammeln auch in der Regel das Geld ein und verteilen es dann auch wieder. Und führen schon auch oder üben schon einen gewissen Druck aus, ja, dass die Rollen, die dem jeweiligen Person zugeordnet ist, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, dass die dann auch erfüllt werden, ja, weil das gesamte System ist ja davon abhängig, dass jeder seine Rolle spielt, ja, und dann darf dann auch niemand sozusagen mal ausbrechen und sagen, ich mache jetzt mal was anderes. Nein, der muss eben dann halt tagsüber an der Stelle sitzen und betteln, weil sonst am Ende des Tages zu wenig Geld da ist, beziehungsweise das gesamte System nicht funktioniert. Wir hatten eine Erfahrung gehabt, wo eine Bettlerin sich bedrängt gefühlt hat von anderen, von der Gruppe. Es war schon immer so, dass bestimmte Plätze, weil sie eben besonders gut funktionieren, dann auch zu Rangeleien führen und dann auch zu Verdrängungen führen. Aber ich frage mich, ist das nicht unfair den anderen gegenüber? Das Problem ist ja die Armut. Und nicht jetzt die Menschen. Also man muss immer schauen, dass man nicht jetzt die Menschen zu Tätern macht, ja, weil sie sind meines Erachtens nicht freiwillig hier und nicht freiwillig betteln sie hier, sondern sie haben gar keine andere Chance für sich, außer eben diesen Weg zu gehen. Weil in ihren Herkunftsländern sind die Verhältnisse noch viel schlechter. Sonst würden sie ja nicht hierher kommen, um zu betteln. Also niemand macht es gern und niemand macht es Spaß, auf der Straße zu betteln. Und was man auch vergisst, dass wir ja auch ganz viele Menschen aus diesen Ländern brauchen und anwerben für unsere Pflegeeinrichtungen, in unseren Krankenhäusern. Und die Armen, ja, die auch dort schon arm sind, ja, die wollen wir nicht hier haben. Ja? Und für die wollen wir auch nichts machen. Und ich finde, das passt nicht zusammen. Ja? Ich bin sehr unsicher, wenn ich solche Leute treffe. Ja. Und ich weiß nicht, gebe ich jemandem was nicht. Fördere ich dann nicht als derjenige, der was gibt, dass diese Strukturen quasi sich immer, also dass sie sich reproduzieren? Sie werden nicht diese Strukturen verändern, indem sie etwas geben oder nicht geben. Ja? Also das ist zu viel, man steckt da zu viel in diese eine Sache rein, ja? Dass man glaubt, indem man etwas gibt oder nicht gibt, würde man jetzt Strukturen verändern oder Menschen verändern. Aber ich denke mal, man kann davon ausgehen, man macht nichts verkehrt. Ja? Es gibt kein verkehrtes Geben, ja? Weil der das kriegt, der braucht es auf alle Fälle. Davon kann man ausgehen. Ja? Und davon kann man immer ausgehen, weil, wie gesagt, niemand sich hinsetzt und bettelt, der es nicht wirklich auch benötigt. Ja? Ich kann nachvollziehen, was Herr Mühlfeld meint. Die sind auch arm dran. Und sind nicht alle gleich. Aber ich fühle auch mit Stefanie und denen, die allein unterwegs sind. Außerdem nervt es mich, wenn sie mich dreist anbetteln. Und ich frage mich aber, gibt es Regeln, was man beim Betteln darf und was nicht? Hans-Peter Erkel leitet die Wiesbadener Stadtpolizei. Er weiß genau, was darf ein Bettelnder und was nicht. Wir dürfen ihn heute begleiten. Und da ist schon die erste Bettlerin. Im Moment würde ich sagen, verhält sich die Dame ja sehr ruhig. Das wäre dieses stille Betteln. Bei Mehrbetrieben in der Fußgängerzone würden sicherlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Dame ansprechen, deeskalieren, auffordern, etwas aus dem Laufweg rauszugehen und etwas mehr an den Rand der Fußgängerzone sich zu begeben. Aber es ist auf jeden Fall das ruhige Betteln, wie wir es tolerieren. Das stille Betteln ist seit 1974 in Deutschland erlaubt und nicht mehr strafbar.
Aber nicht immer betteln alle so defensiv. Es ist einmal passiert, dass jemand klammerte und nicht losließ. Wir hatten auch schon mal jemanden in der Fußgängerzone, der haben wir dann auch Geld gegeben, weil sie dann halt zum Diskurs haben gesagt, du bist der Bäcker und ich gebe ihr Geld und sie geht nicht zum Bäcker. Sie kommt dann zurück und sagt, jetzt gib mir noch mal was. Und ich habe gesagt, nee, also es reicht. Also. Letzte Woche war es mir unangenehm, da stand ich da vorne und da bin ich ziemlich penetrant gefragt worden, ob ich nicht was geben kann und es war mir total unangenehm, ich wollte aber nicht und da musste ich wirklich auch ein bisschen laut werden und sagen, lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe. Dabei gibt es klare Grenzen für Bettelnde. Was wir nicht tolerieren in Wiesbaden ist das aggressive Betteln. Das ist, wenn man hier zum Beispiel in der Fußgängerzone sich den Leuten bewusst immer wieder in die Laufrichtung stellt, den Weg blockiert, verhindert, sodass man die in ihrem normalen Bewegungsdrang einschränkt. Aggressives Betteln kann in Deutschland als Nötigung eingestuft und geahndet werden. Das Vortäuschen falscher Tatsachen wie beispielsweise Blindheit gilt als Betrug. Geahndet werden solche Verstöße mit Bußgeld und Platzverweis. Nur wenige Meter weiter hat sich ein Bettler eingerichtet, den Hans-Peter Erkel gut kennt. Er bettelt oft mit seinen Hunden. Das tolerieren wir, das sind seine sozialen Begleiter, das sind seine Bezugspersonen, seine Bezugstiere, das ist natürlich wichtig für solche Personen. Das Betteln ansonsten mit Tieren, wie man es aus früheren Zeiten kennt, von Zirkusbetrieben, die ihr Winterlager irgendwo hier in der Nähe hatten, das haben wir verboten und das möchten wir auch nicht mehr, weil wir sagen, das gehört heute nicht mehr dazu. Das hat schon was mit Tierquälerei auch zu tun und das werden wir unterbinden, genauso wie wir das unterbinden, wenn Leute mit Kindern, mit Kleinkindern betteln. Auch das ist aggressives Betteln. Weiter geht es zu einer Kreuzung nahe der Fußgängerzone. Hier beobachten Erkel und seine Kollegen seit einigen Wochen ein neues Bettelphänomen. In den Rotphasen wird von Mitbürgern, osteuropäischen Mitbürgern an die Scheiben geklopft und es wird mit Becher massiv um Geld gebettelt. Das würden wir und werden wir zukünftig unter das aggressive Betteln subsumieren, weil es auch eine gewisse Gefahr für den Straßenverkehr darstellt. Da werden wir in den nächsten Wochen massiv dagegen vorgehen. Und zwar gemeinsam mit der Wiesbadener Polizei. Erkel vermutet, dass eine organisierte Bande dahinter steckt. Vom Hessischen Landeskriminalamt wollen wir wissen, ist organisiertes Betteln strafbar? Grundsätzlich ist das organisierte Betteln nicht verboten und auch nicht strafbar. Es wird dann kriminell, wenn die Bettler und Bettlerinnen ausgebeutet werden. Das heißt, wenn sie zum Betteln gezwungen werden und darüber hinaus auch noch ihre Einnahmen zum Teil oder aber auch ganz abgeben müssen. Es gäbe aber kaum Verfahren. Die Beweislage sei schwierig, nur selten traue sich jemand zur Polizei. Zudem ist Ausbeutung bei der Ausübung der Bettelei erst seit 2016 ein eigener Straftatbestand. Auch von ihr wollen wir wissen, gibt es die Bettelmafia? Ja, das Wort Mafia ist ein fester Begriff und der steht im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität. Und im Bereich des Bettelns haben wir keine gesicherten Erkenntnisse, dass es um Menschenhandel geht. Aber dennoch führen wir immer wieder gezielte Kontrollen mit Sicherheitsbehörden und auch anderen Ordnungsbehörden durch, um dieses Dunkelfeld zu erhellen. Dunkelfeld ja, gesicherte Beweise nein. Zurück auf der Straße in Wiesbaden. Hans-Peter Erkel befürchtet, dass sich in der Weihnachtszeit noch mehr Bettler in der Innenstadt aufhalten werden. Wie erkennt man eigentlich den ehrlichen Bettler? Ich würde sagen, den ehrlichen Bettler erkennt man, dass er ruhig am Rande der Fußgängerzone sitzt, vielleicht mit seinem Hund, seinem sozialen Begleiter, mit einem kleinen Pappmaché-Schild, ich habe Hunger, ich habe Durst, und einem Becher oder einem sonstigen Gefäß, wo er mit Münzen sammelt. Das wäre für mich das klassische Bild eines ehrlichen Bettlers. Für den Ordnungshüter ist also ehrlich, wer sich an die Regeln hält und still bettelt. Es gibt Regeln fürs Betteln. Das war mir echt neu. Aber selbst wenn sich der Bettler an die Regeln hält, ich bin mir immer noch nicht sicher, wem gebe ich etwas und wem nicht. Der Franziskus-Treff mitten in Frankfurt ist eine Anlaufstelle für Bedürftige, seit fast 30 Jahren. Hier können Sie frühstücken für einen symbolischen Betrag von 50 Cent, werden beraten, wenn Sie es möchten. Ins Leben gerufen hat ihn der Kapuzinerorden.
Ich treffe jetzt Bruder Paulus. Er gehört einem Bettelorden an, hält aber nichts vom Betteln. Mal gucken, wie er mir das erklärt. Hi. Hallo Simon, willkommen hier. Danke, danke. Hier ist das Bruder Paulus ist Kapuzinermönch. Seinem Orden ist die Nähe zu den Armen besonders wichtig. Ja. Bruder Paulus, Sie sind ja beim Bettelorden, haben aber was gegens Betteln. Wie kann ich mir das erklären? Der Bettelorden heißt ja eigentlich, wir gehen auf den heiligen Franziskus zurück, der gesagt hat, es ist gut, wenn man zu Leuten sagt, könntest du mich bitte unterstützen? Denn keiner hat alles und keiner hat nichts. Darum brauchen wir Menschen einander. Und darum heißt eigentlich der Bettelorden, ich spreche dich an, ich sehe dein Reichtum und ich sage dir, da brauche ich dich. Aber das Betteln, was Sie jetzt ansprechen, das ist ja das Betteln auf den Straßen. Das ist ja gar kein richtiges Betteln, sondern das ist eigentlich Entwürdigung der Leute, die da sitzen. Die sind selber unwürdig, wie sie da sitzen. Und so wie die mich ansprechen, ist gar kein richtiges Gespräch. Und darum finde ich, das ist keine Bettelei, sondern das ist irgendwie, wie soll ich das sagen, ich habe gar kein richtiges Wort dafür. Okay. Und Sie haben jetzt die Leute angesprochen, die quasi aktiv auf mich oder auf Sie zukommen. Wie ist es mit den Leuten, die einfach nur in Ruhe da sitzen und um eine Gabe bitten? Die bitten gar nicht um eine Gabe, die sitzen da ruhig und dann geht sowas los, das nennt man in der Psychologie Kindchenschema. Die machen sich klein und dann geht bei mir das Herz auf, weil das haben wir Menschen gelernt, wenn jemand so armselig da sitzt, dann müssen wir helfen. Und die verweigern sich aber der Kommunikation. Manchmal gehe ich runter und sage, darf ich mit Ihnen mal kurz sprechen? Wollen die gar nicht, weil ich dann das Geschäft störe. Aber dann finden Sie schon, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber das schon allein nur da sitzen und den Becher haben schon als eine respektlose... Ja, finde ich schon. Also ich finde, dass jemand einfach da sitzt, wir leben ja in einem Miteinander. Und wenn Menschen in Not sind, haben sie in unserer Gesellschaft die Möglichkeit, an vielen Türen zu klopfen und sich viele Hilfen geben zu lassen. Und wenn Menschen das für sich nicht wollen und diesen Weg wählen, dann müssen die damit leben, dass ich auch mir so Gedanken mache, will ich eigentlich diesen Weg mit denen auch wirklich so gehen. Ich weiß, dass es da auch Bettelbanden und alles Mögliche gibt. Aber wenn Sie mich fragen, was sollen Sie machen, dann sage ich, überlegen Sie sich, wenn Sie in die Stadt gehen, wollen 200 € ausgeben, 20 € sollten den Armen gehören. Und dann können Sie sich überlegen, welche Institution unterstütze ich. Vielleicht eine Mutter-Kind-Gruppe, vielleicht ein Behindertenheim, vielleicht auch unsere Obdachloseneinrichtung, was auch immer. Teilen, da ist noch keiner von arm geworden. Aber jetzt einfach zu sagen, weil da einer sich einen armen Anschein gibt, sage ich mal ganz, ich muss das manchmal wirklich so sagen, sich einen armen Anschein gibt, dass der dann mir das Portemonnaie öffnen darf, diese Macht möchte ich nicht ihm einfach so ungefragt und plötzlich geben. Gibt es sowas wie die Bettelmafia? Ja, sicher gibt es das. Also woher kommen denn die Leute, wenn der Weihnachtsmarkt kommt? Und dann sind sie plötzlich, werden ja alle wieder weg. Also ich meine, das gibt es einfach eine organisierte Form von Bettelei. Und die sind dann in der Stadt und haben eine Einnahme, die höher ist, als sie das ganze Jahr über in ihrer Heimat haben während dieser Zeit. Das ist lukrativ. Ich weiß das wohl, dass das lukrativ ist. Aber es ist ich finde es wirklich auch entwürdigend. Aber ist es nicht so, dass die auch zum Teil nur versuchen, quasi ihre Lebensumstände einen Tick weit zu verbessern? Ja, finde ich gut. Also, sag ich mal, was heißt, finde ich gut? Ich will Ihnen wirklich sagen, wenn jemand das entdeckt hat, dass das erfolgreich ist. Und wenn wir als Bürgerinnen und Bürger sagen, wir finden das richtig, dass es in der Stadt auch mal solche Gruppen gibt. Es gehört eigentlich zu einem reichen Frankfurt, dass es da auch Leute gibt, die in dieser Weise betteln. Dann kann man das in gewissem Maße vielleicht sogar gut finden, dass auch solche Art von Geschäftsleuten unter uns sind. Aber mir tut es in der Seele, ehrlich gesagt, weh. Und ich finde es dann besser, dass man sich überlegt, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen und sagen, schauen Sie, Sie kommen aus Ihrem Dorf, soll nicht einer von uns mal mitfahren und in Ihrem Dorf eine Produktionsstätte bauen, mit Ihnen überlegen, wie Sie da wirklich was machen können, was Zukunft hat, eine Schule bauen. Und meine, was machen Stiftungen weltweit, was machen Privatinitiativen weltweit? Die versuchen konstruktiv vor Ort etwas aufzubauen. Und wenn sowas geschieht, ist es auf jeden Fall besser, als wenn Leute sich irgendwo Geld erholen, weil das kann ich Ihnen ganz aus meiner Erfahrung sagen, mit Menschen. Geld hat wirklich noch gar keinem geholfen. Vielen Dank. Gerne. Schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Einfach Geld hinwerfen, das ist nicht der Weg für Bruder Paulus. Er setzt auf das Gespräch, die Kommunikation. Dazu gehörten aber zwei. Hat er irgendwo recht. Ob es diese eine Bettelmafia gibt, weiß ich immer noch nicht ganz. Es gibt auf jeden Fall Gruppen, die sind organisiert, zum Teil auch verwandt und agieren ganz schön dreist. Ich kann die auch nicht immer unterscheiden. Was ich aber machen kann, ist mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen Einrichtungen anbieten, an die sie sich wenden können. Ich kann aber auch einfach vorbeigehen.
Wie macht ihr das? Wann gebt ihr was? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn es Themen gibt, die euch interessieren, lasst uns das auch gerne wissen.